Willkommen zu einem neuen Video auf dem Rauschkultur-Kanal. Wieder ein Pflanzenvideo, ein Reupload aus den fernen Jahren 2019 über Canna Sceletium tortuosum, eine legale psychoaktive Pflanze mit interessanten Effekten. Ich bin gerade dabei, diese ganzen alten Videos neu durchzuhören und zu zensieren, falls nötig, damit dieser Kanal nicht gesperrt wird und die Audioqualität verbessere ich auch noch ein bisschen und dann lade ich das alles Stück für Stück hoch. Bereits hochgeladen ist auch mein Teil 1 des Habichtskraut-Erfahrungsberichtes. Schaut da gerne auf dem Kanal vorbei. Nun aber viel Spaß mit meinem Bericht von vor 6 Jahren inzwischen. Dieses Video dient der Informationsverbreitung und Aufklärung. Es handelt sich weder um grafische Darstellung von Konsumhandlungen, noch um Verherrlichung oder Konsumaufforderung. Laut YouTube-Nutzungsbedingungen sind solche Videos vollkommen erlaubt. Ich rate vom Konsum jeglicher hier erwähnter Pflanzen ab. Solltest du dich dennoch für den Konsum entscheiden, informiere dich vorher genau und bei vielen verschiedenen Quellen. Nur für volljährige, gesunde und psychisch stabile Menschen. Das ist eine eher stärker wirksame, legale, psychoaktive Pflanze, die auch eher bekannter ist im Vergleich zu anderen psychoaktiven Pflanzen zumindest und die ein sehr breites Wirkungsspektrum hat. Es handelt sich um Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, der zum Beispiel beruhigend, aber auch aufputschend und stimulierend wirken kann. Er kann angstlösend sein, enthemmend, aphrodisierend auf jeden Fall, also Lust und Orgasmus steigernd, generell berauschend, wahrnehmungsverändernd, Sensibilisierung der Tastsinne und ein Schwebegefühl zum Beispiel sind möglich. Euphorie auch, Stimmungsverbesserung. Ja, also da gibt es recht viele Möglichkeiten, wie diese Pflanze auf einen wirkt, je nach Set und Setting, Dosis und Person. Und ja, wie gesagt, es gibt Extrakte und es gibt das normale Kraut. Und ich hatte beides schon, habe mit beiden einige Experimente gemacht und will euch einfach mal generell einen Überblick über meine Erfahrungen und Meinungen zu Canna geben. Wenn ihr wollt, wenn Interesse besteht, würde ich vielleicht dann auch noch mal ein Infovideo machen, wo ich auch noch mal genauer eben auf Risiken und Wirkungen und sowas eingehe. Generell ein paar Warnungshinweise vorweg. Wenn ihr Antidepressiva nehmt, dann dürft ihr Canna auf keinen Fall konsumieren, denn es handelt sich um Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Die enthaltene Substanz Mesembrin ist ein Serotonin-Wiederaufnahmehemmer und sogar ein recht starker. Und der kann eben mit anderen Serotonin-Wiederaufnahmehämmern oder Serotonin-Ausschüttern oder auch MAO-Hämmern kombiniert zu einem Serotonin-Syndrom führen, das im allerkrassesten Fall sogar tödlich sein kann. Also da sehr aufpassen, auch nicht mit MAO-Hämmern kombinieren, nicht mit MDMA oder Empathogenen generell und auch bei der Kombination mit anderen Substanzen ist schon Vorsicht geboten. Meine erste Erfahrung habe ich mit einem 5:1 Extrakt gemacht. Das war in Pulverform und ich habe das Ganze gezogen. Die Extrakte habe ich eigentlich immer nur gezogen, also nasal konsumiert, da sie so einfach, ja, recht einfach zu konsumieren sind, die Wirkung schnell eintritt und man sich gut hochdosieren kann auf die gewünschte Wirkung. Es wird auch als pflanzliches Kokain bezeichnet, was natürlich ziemlicher Bullshit ist, da Kokain auch schon ein Naturstoff ist aus der Coca-Pflanze und Canna wirklich sehr anders wirkt. Also ich finde den Vergleich mit Kokain echt nicht gut. Für mich hatte es eher was in höheren Dosierungen, also wenn ich wirklich so um die 0,1 Gramm oder 0,2 Gramm vielleicht maximal von seinem 5:1 Extrakt geschnupft habe, dann hat es sich eher wie das Hochkommen von MDMA angefühlt. Also so die ersten 20, 30 Minuten, wenn die MDMA-Wirkung eintritt. Es war also so ein aufladendes, energieaufgeladenes Gefühl des Körpers. Unruhe auf jeden Fall. Es war teils in hohen Dosen nicht so angenehm. Vor allem so dann, ja, die erste halbe Stunde etwa nach der Einnahme. Hatte schon wirklich Nebenwirkungen und war nervös. Ich habe mich einfach ungut gefühlt, war einfach sehr, ja, wie gesagt, energieaufgeladen, konnte aber diese Energie nicht wirklich rauslassen. Also das hat wirklich auch an das Hochkommen von MDMA oder auch Psychedelika erinnert. Ich habe mich dann hingelegt und ja, dann verging es auch wieder und war dann noch relativ angenehm. Ich muss allerdings sagen, dass ich jetzt da noch nie so eine wirklich starke Euphorie gespürt habe oder eine sehr tolle Entspannung. Bin mir nicht so ganz sicher, was ich von Canna halten soll.
In anderen Situationen war es eher gut, als ich das nämlich in einer Gruppe mit mehreren Freunden gemacht habe, nasal konsumiertes Extrakt. Da, ja, hat es auf jeden Fall so die Empathie gesteigert oder man hatte mehr Lust gehabt zu kommunizieren. Es hat eine Partystimmung sozusagen ein bisschen sich breit gemacht, aber das lag natürlich einfach auch an dem Setting. Auch meine Freunde übrigens, die das da konsumiert haben, fanden es ziemlich gut. Wir sind dann einfach draußen rumgehockt, haben immer mal wieder so eine Line gezogen davon. Ist ja zum Glück auch legal. Und es ist einfach eine nette Gemeinschaftsdroge, die nicht so krasse Nebenwirkungen hat wie viele andere Drogen, wie Alkohol zum Beispiel, die für diesen Zweck eingesetzt werden, oder APA, aber die dennoch wirklich deutlich, ja, stimulierend, kommunikationssteigernd und einfach die alles sehr verändert. Auch mit Leuten habe ich mal die Erfahrung gemacht, dass normale Kraut, getrocknet und zerkleinert, hatte ich mir das gekauft, zu rauchen. Hierfür habe ich eine Wasserpfeife, also Bong, benutzt und habe das einfach, ja, so eine gute Prise in den Topf gefüllt, ohne das jetzt so genau abzuwiegen. Und da war die Wirkung sehr seltsam, da ich mich sehr müde gefühlt habe plötzlich, was vorher nicht der Fall war, obwohl es halt echt auch mit mehreren Leuten war und nicht irgendwie alleine zu Hause im Bett. Und das war schon sehr überraschend. Das hatte ich zuvor noch nie gefühlt, und dass es wirklich entspannend, aber auch echt müde machend war. Also das hat mich schon erstaunt, dass die Wirkung so unterschiedlich ausfallen kann. Manchmal irgendwie stimulierend, man hat Bock rumzugehen und so, manchmal genau das Gegenteil. Das ging mir komischerweise auch öfter so, als ich es geraucht habe. Nicht immer, muss ich sagen. Manchmal habe ich beim Rauchen des normalen Materials auch wenig gespürt bis gar nichts. Manchmal habe ich es gemischt in Rauchmischungen und ja, da nicht so viel genommen, dass ich da jetzt genau sagen könnte, dass das Canna da die und die Wirkung erzeugt hätte. War halt dann auch wegen der anderen Pflanzen entspannend, stimmungsaufhellend und so weiter. Kommt natürlich drauf an, mit was man es mischt. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie wirklich daran liegt, dass es geraucht öfter entspannend wirkt. Ergibt eigentlich nicht so viel Sinn, dass ja auch nur eine Aufnahme derselben Wirkstoffe ist. Ich habe das normale Pflanzenmaterial außer dem Rauchen auch mal sublingual gekaut. Allerdings habe ich da wohl nicht so viel genommen, da habe ich eigentlich wenig gespürt. Ich muss auf jeden Fall sagen, wenn man eine stärkere Wirkung will, sind Extrakte schon eine sehr gute Sache. Das normale Kraut hat natürlich den Vorteil, dass man es eben in Rauchmischungen verwenden kann oder auch in psychoaktiven Teemischungen. Da gibt es zum Beispiel Slice, heißt das, so Riegel, die man in eine Tasse heißes Wasser einfach tun kann und sich dann Tee machen kann. Das ist so eine Mischung. Da gibt es auch eine mit Canna und ich glaube, da ist sonst noch zum Beispiel Meeresbohne dabei oder Zornia latifolia, vielleicht auch Combretum quadrangulare, weiß ich gerade gar nicht. Soll auf jeden Fall irgendwie entspannend wirken. Das habe ich auch mal probiert und hat einen leckeren Tee ergeben, der auch wirklich entspannend war. Also das kann ich empfehlen, ist natürlich eher preislich höher angesiedelt, aber ist ein Versuch wert. Man kann sich dann eben auch eigene Teemischung machen mit, wie gesagt, Combretum quadrangulare oder Carnavalia maritima, der Meeresbohne, oder Zornia latifolia auch, oder Damiana, blauem Lotus etc. Ich habe dann auch manchmal die Mischung mit Kratom versucht. Davor ist allerdings zu warnen, dass wirklich zu gefährlicheren Wechselwirkungen kommen könnte, da auch hier die Gefahr eines Serotoninsyndroms besteht. Man kann es dennoch machen, ohne dass irgendwie großartig was passieren sollte, wenn man einfach die Dosis von beiden Pflanzen niedrig hält. Also viel weniger Kratom nehmen als üblich und viel weniger Canna nehmen als üblich. Dann kann es schon die Wirkung ordentlich beeinflussen und pushen. Fand ich ganz interessant. Habe ich auch mal vor, in Zukunft wieder zu machen. Vielleicht kann ich ja dazu dann mal einen expliziten, ausführlicheren und geplanteren Trip-Bericht vorstellen. Hier in diesem Video will ich einfach mal einen Rundumschlag liefern und keine bestimmte Erfahrung erzählen. Beim Ziehen von Canna-Extrakt ist auch zu erwähnen, dass die Nase sich natürlich ziemlich ungut verstopft anfühlt, weil es halt einfach nicht ganz so fein pulverisiertes Pflanzenmaterial ist, beziehungsweise Extrakt, und das dann muss man dann ausrotzen einfach mit der Zeit. Also ich halte gerade Canna-Extrakt wirklich schon für eine ganz interessante Sache, die man mal probieren kann.
wenn man psychoaktive Pflanzen testen will, die jetzt nicht so extreme Nebenwirkungen haben und die legal sind, die aber trotzdem eine gute Wirkung erzeugen können. Und wie gesagt, es kann auch zu negativeren Erfahrungen kommen, dass man sich eben unangenehm berauscht fühlt. Da einfach nicht gleich irgendwie ausrasten, sondern sich hinlegen und dann vergeht es auch wieder. Die Wirkung hält nasal auch nicht so lang an, vielleicht so eine Stunde. Und wie immer gilt es, wenn ihr das probieren möchtet, tastet euch langsam an die gewünschte Dosis heran, beginnt mit wenig und später kann man ja dann immer noch mehr konsumieren, wenn man wenig oder gar nichts spürt. Ja, das war's auch schon. Mal ein kurzes Video dazu. Wenn ihr mehr solcher Erfahrungen sehen wollt oder irgendwelche bestimmten Pflanzenvideos zu bestimmten psychoaktiven Pflanzen, dann schreibt mir das gerne. Gerade filme ich immer mal wieder Pilze. Ich arbeite zum Beispiel jetzt an einem Winterpilz-Video zum Samtfußrübling zum Beispiel, wo ich dann vielleicht noch ein paar Rezepte auch noch zeige. Das finde ich auch ganz interessant. Bin gerade ziemlich im Pilz- und Wildkräuter sammeln, Fieber. Freue mich auf jeden Fall schon sehr, sehr auf den Frühling. Das wird wundervoll und da werde ich hoffentlich auch viele interessante Videos machen können. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt in diese Richtung zu psychoaktiven Pflanzen, Heilpflanzen, essbaren Pflanzen und Pilzen. Und wenn ihr Anregungen, Feedback und so habt, gerne in die Kommentare damit. Liked auch das Video etc. Hilft mir natürlich alles, den Channel ein bisschen größer zu machen, sodass ich ja mehr Zeit dafür aufwenden kann. Es ist halt einfach auch sehr motivierend, wenn da viel Feedback und viele Zahlen bei rumkommen. Ach ja, eure Erfahrungen mit Kanna auch gerne in die Kommentare. Decken die sich mit meinen oder habt ihr da ganz andere Erfahrungen gemacht? Finde ich auch interessant.